Hallo liebe Stickfreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ich euch wieder zu einem neuen Video begrüßen darf, und zwar zu einem Unboxing-Video. Ich habe wieder ein Paket erhalten, diesmal einen Karton in diesem dunklen Grün mit der Aufschrift Cross Stitch, wie ihr sehen könnt. Und dieser Karton stammt von einem neuen Shop, der sich One-to-One Stitch nennt. Das ist ein chinesischer Shop, der seine Produkte bei Painting Fairy Cross Stitch herstellen lässt. Wie das dann aussieht, werdet ihr ja sehen. Und ja, wie unterscheidet sich jetzt der Shop von den anderen chinesischen Shops? Und zwar schreibt One Stitch auf der Shop-Seite, dass lizenzierte Designs verkauft werden. Ja, das bedeutet, dass es sich um keine Plagiate handelt, sondern dass die Künstler für die Designs auch bezahlt werden. Ja, und mit euch möchte ich das jetzt gemeinsam auspacken und wir werden uns die Designs gemeinsam ansehen. Ich habe den Karton schon geöffnet, einfach weil ich schon sehr neugierig war, was sich darin befindet. Wie ihr seht, auch diesmal ist der Karton sehr gefüllt und wir nehmen mal alles raus. Auf der Rückseite des Kartons findet man noch eine Erklärung zu Kreuzstich und dass es sich um hohe Qualität handelt, um einen präzisen Druck. Ja, wir werden das jetzt gemeinsam ansehen. Ja, das Ganze erinnert natürlich an Painting Fairy Cross Stitch, was ja daran liegt, dass auch dort produziert wird. Ich gebe alles zur Seite und wir schauen uns dann alles Schritt für Schritt gemeinsam an. Also auch hier haben wir ein Zubehörsäckchen, das ihr ja schon kennt von anderen Unboxings. Da glaube ich, brauche ich noch nicht mehr viel zu erklären. Und zwar, wir haben wieder die Silikonfingerhüte in der Größe 3. Dreimal, also 3 Stück. Dann haben wir auch wieder diese Flossbobbins, die man zum Backen verwenden kann. Also ich verwende sie zwar nicht, aber man kann sie natürlich dafür verwenden. 3 Stück Flossbobbins. Dann haben wir auch wieder Nadeln bekommen. Und Nadeln kann ich ja immer gebrauchen. Und zwar in der Größe 28. Also 28er Nadeln. Und dann haben wir auch noch diese Schere, auch die kennt ihr schon von anderen Unboxing-Videos. Sie schneidet sehr gut, sehr spitze Schere, also auch wirklich sehr gut zu gebrauchen. Also das übliche Zubehör, das man auch erhält bei Painting Fairy Cross Stitch. Ja. Dann kommen wir zu dem anderen Inhalt. Ich nehme mal alles raus. Es ist wieder verpackt in dieser wiederverschließbaren Zip-Tüte. Also die mag ich recht gerne, weil sie eben wiederverwendbar sind. Und ja, ich gebe das wieder zur Seite und nehme mir dann, hier haben wir überall die Kartonreste. So. Und ja, auch das kennt ihr schon. Hier haben wir wieder eine Garnprobe. So, ich werde das mal öffnen, sofern es sich öffnen lässt. Aber jetzt hier findet man die Information dazu. Also hier könnt ihr auch lesen, Painting Fairy.
ja, einfach Informationen zu dem Druck und auch zum Garn von Painting Fairy. Und ich habe ein Garn erhalten, auch hier steht, es ist von Painting Fairy, wie man sehen kann, und es ist die Nummer 3861. Also mittlerweile habe ich ja schon einiges an Garn gesammelt und ja, es ist gute Qualität, es ist ägyptisches Baumwollgarn, was ja auch schon bekannt ist. Ja, und auch One-to-One-Stitch verwendet eben dieses Baumwollgarn von Painting Fairy Cross Stitch. Dann gibt es natürlich wieder die Flyers dazu. Es gibt 482 Farben. Hier nochmal diese Stickanleitung, was das bedeutet, was das X bedeutet und so weiter. Und hier noch die Anleitung, wie man das Stickstück abschließend auswäscht. Hier natürlich wieder in Englisch und hier Chinesisch. Und dann gibt es noch diesen Flyer, der auch in jedem Paket dabei ist. Und zwar über die Firma Painting Fairy Cross Stitch. Über die Produktion, über das Garn kann man alles in diesem Flyer nachlesen. Ja, habt ihr sicher auch schon in den anderen Videos gesehen. Und dann fangen wir auch schon an. Ich habe 5 Stickkits für euch zu zeigen. Und zwar beginnen wir mit dem ersten, das ich mir nicht ausgesucht habe, sondern das war ein Goodie von der Firma One-to-One-Stitch. Ihr könnt erkennen, es heißt Christmas Stacked Cat. Also man sieht ja die Katzen, die Weihnachtskatzen sozusagen. Und ja, das Produkt wird 71 Stiche groß und 71 Stiche breit und 90 Stiche hoch. Und ich habe es bekommen auf 16 Count. Also wie ihr sehen könnt, es gibt es auf 11 Count bis zu 20 Count. Und ich habe es in 16 Count erhalten. Dieses Mal in diesem Druckverschlussbeutel, auch der ist natürlich wiederverwendbar. Hier nochmal das Motiv aus der Nähe, also diese Weihnachtskätzchen. Und da haben wir die Anleitung auch gleich, also sie ist hier, man sieht, zusammengetackert. Vorne das Deckblatt ist ein Glanzpapier und die Anleitung selbst ist auf normalen A4-Papier gedruckt. Und hier haben wir 7 verschiedene Farben. Denn wie ihr sehen könnt, die 310 ist doppelt angeführt. Denn einmal wird sie verwendet für zweifädigen Backstitch und einmal für einfädigen Backstitch. Aus diesem Grund ist sie zweimal angeführt. Und wir haben hier auch French Knots, wir haben halbe Stiche, Viertelstiche und natürlich volles Kreuz. In insgesamt 7 Farben. Ja, Anleitung auch hier ganz kurz auf A4 gedruckt. Ja, das war die Anleitung und dann schauen wir uns gleich den Stoff an. Also es ist ja ein kleines Motiv und es gibt keine Mischfarben, aber viele verschiedene Stickarten, eben wie halbe und Viertelstiche. Also ich glaube, dass innen diese blauen schrägen Striche ist, glaube ich, alles
die Farbe Weiß. Da stellt sich dann halt die Frage, ob man das auch sticken soll, wenn es dann schlussendlich ja weiß ist. Aber ja, das müsste man sich dann überlegen, ob man dann nur die Backstitches setzt und das Weiß übrig lässt oder auch das Weiß dann mitstickt. Ja, ich glaube, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Hier seht ihr jetzt den Aufdruck One-to-One-Stitch, eben mit der Größe 71 Stiche breit und 90 Stiche hoch auf 16 Count. Also der ganze Stoff ist umsäumt, also versäubert, wie ihr sehen könnt. Und es ist auch genug Rand da, dass man das Projekt einspannen kann. Ja, dann schauen wir uns das Garn noch dazu an. Und wie gesagt, es gibt sehr viel Weiß, die 3865, und wir haben eben die 7 Farben. Auch hier, wie bei Painting Fairy üblich, mit Schleifchen. Also ganz ident verwendet es auch One-to-One-Stitch. Wir haben hier eine Plastik-Garnkarte, also aus Kunststoff, mit dem Aufdruck auch von One-to-One-Stitch. Und ja, auch die mag ich sehr gerne, weil man sie wirklich gut wiederverwenden kann. Da reißt nichts ein, wie bei einem Karton, also die mag ich wirklich, wirklich sehr gerne. Ja, das war das erste Motiv. Ich zeige nochmal, also diese Katzen, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Katzen auf dem Bild, oder? 9 Katzen. Tatsächlich 9 Katzen auf dem Bild. Ja, das habe ich, wie gesagt, als Goodie erhalten. Das habe ich mir nicht selbst ausgesucht, sondern wurde mir dazugegeben. Und dann kommen wir zum ersten Projekt, das ich mir ausgesucht habe. Und das ist dieses Halloween-Projekt. Ich komme auch hier näher. Es heißt Pumpkin Halloween Castle. Hier sieht man auch schon den Designer. Designer heißt Mette. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Es wird 102 Stiche breit und 102 Stiche hoch. Und ich habe es mir ausgesucht auf 18 Count. Also auch hier mit dem Logo von One-to-One-Stitch. Auch hier wieder dieser Druckverschlussbeutel zum Wiederverschließen. Jetzt mal ohne Hülle, komme ich nochmal näher. Also wirklich ein schönes, kleines Halloween-Motiv. Passt ja jetzt perfekt zu der Zeit, zu Halloween. Ja, vielleicht sticke ich es auch gleich an. Das überlege ich mir noch. Ja, Deckblatt mit Glanzpapier. Und dann haben wir auch schon die Legende. Wow, so ein kleines Projekt, und wir haben tatsächlich 38 Farben und wir haben 28 einfache Farben und die 10 Mischfarben, wie ihr sehen könnt. Wow. Dann haben wir auch hier halbe Stiche und Viertelstiche. Wir haben noch Backstitches, aber wie ich sehen kann, keine French Knots. Ja. Also auch hier die Anleitung auf A4-Papier gedruckt. Und ihr seht schon, viele, viele Backstitches. Da gibt es auch einiges zu tun. Ich lasse euch das so liegen, dass ihr das Motiv sehen könnt. Und ja, was soll ich euch zum Stoff sagen? Gar nichts eigentlich, denn ich habe mir einen Blankostoff ausgesucht, und denn diesmal habe ich gezählten Kreuzstich gewählt.
Und das ist auch was Besonderes an diesem Shop, denn man kann zwischen Vordruck wählen oder eben gezählten Kreuzstich wählen. Und ja, von 11 Count bis 20 Count in jeder Größe gibt es das wie gesagt, in Vordruck oder auch gezählten Kreuzstich. Also diesmal ist es gezählter Kreuzstich, denn ich habe wieder Lust daran, gezählten Kreuzstich zu machen. Und ja, wie gesagt, es ist 18 Count. Der Stoff ist auch hier umsäumt, damit nichts ausfransen kann. Aber leider kann ich euch nicht mehr zeigen, da es ja keinen Druck dazu gibt. Aber ich kann euch noch die Garne zeigen. Die sind diesmal extra noch verpackt in einer Plastikhülle, was jetzt meiner Meinung nach nicht notwendig wäre. Ja, und hier sind die Garne. Wir haben tatsächlich 15, 17, 19, 21, 26 verschiedene Farben. Und daraus werden ja dann auch noch Mischfarben. Und wie ihr seht, ja, wunderschönes Orange ist dabei, auch natürlich viel von der 310, von dem Schwarz. Man kann es ja gut erkennen an dem Bild, was da alles schwarz wird. Und ja auch Braun und Blautöne für den Hintergrund. Ja, wunderschöne Farben, wirklich wunderschöne Farben. Auch hier dieses Bild, da bekommt man auch eine Plastik-Garnkarte, wieder mit dem Aufdruck der Firma One-to-One Stitch. Also da bin ich schon gespannt. Also dieses Mal im gezählten Kreuzstich, dieses Motiv, ja, von der oder dem Designer Mette. Ja, das wäre einmal dieses Motiv. Und wir schauen uns das nächste Projekt an. Und das ist noch einmal ein Halloween-Motiv. Genau, das habe ich mir ja auch ausgesucht. Es nennt sich Pumpkin Wizard Raccoon. Auch von dem oder der Designerin Mette. Wird 105 Stiche breit und 90 Stiche hoch. Und auch dieses Mal habe ich mir das in 18 Count ausgesucht. Und ich kann euch schon jetzt sagen, auch dieses Mal habe ich gezählten Kreuzstich gewählt. Ja, ich hatte jetzt Lust auf Halloween-Motive, wie man sehen kann. Darum ist es dieses Motiv geworden. Und ja, hier haben wir es nochmal ohne Hülle, diesen süßen kleinen Halloween-Waschbären mit dem Kürbis und auch ein kleines Motiv, wie ihr seht, an der Größe. Also lässt sich hoffentlich auch schnell sticken. So, dann haben wir hier die Legende und dieses Mal auf 2 Seiten. Es ist so ein kleines Motiv, aber wir haben tatsächlich 51 Farben. Also es überrascht mich wirklich. Wir haben 39 einfache Farben und wir haben 12 Mischfarben. Ja, es gibt jetzt volles Kreuz. Interessanterweise einmal einfädig auch oder zweifädig, so wie hier, wie ihr sehen könnt bei der 316. Das ist interessant, das hatte ich noch nicht, dass ich da auch einfädig sticken muss.
Bis jetzt war es immer zweifädig. Und ja, außer dem Backstitch, den gibt es einmal mit einfädig und auch mit zweifädig. Aber hier haben wir keine French Knots, auch keine Viertel- oder halben Stiche. Und wie gesagt, 12 Mischfarben. Also das wird sicher sehr abwechslungsreich, dieses Bild. Ja, die Anleitung, man sieht, ich zeige euch nur jetzt diesen Teil, auch hier haben wir die Backstitches und die Anleitung ist wirklich schön gut lesbar, die Papieranleitung. Die Frage wird halt sein, ob man auch hier in dem Bereich zum Beispiel der Blüte auch alle Symbole erkennen kann, denn dieses Mal habe ich ja keinen Vordruck. Das heißt, ich brauche auch die Papieranleitung zum Sticken. Aber das wird sich dann zeigen, ob man trotzdem die Symbole erkennen kann. Und ja, ganz kurz, auch hier wieder der Stoff umsäumt und natürlich ein Blankostoff, da es ja im gezählten Kreuzstich ist. Das Garn ist auch hier wieder extra verpackt in dieser Plastikhülle. Und dieses Mal haben wir 2 Garnkarten. Das heißt, wir haben 31 Farben, also tatsächliche Farben. Und ja, hier ist nur mehr die das Weiß, Entschuldigung. Und hier haben wir die Orangetöne, Gelbtöne, auch Schwarz und Rosa. Rosa ist ja, wie ihr sehen könnt, für den Hintergrund dieses Altrosa. Auch hier dann wieder Rot-Orangetöne und diese Lilaton. Ich nehme an, das wird dann für den Hut sein. Also 31 Farben, die dann tatsächlich zu 51, ich glaube es waren 51, ja, die tatsächlich dann zu 51 Farben gemacht werden durch die Mischfarben. Also 2 Garnkarten, wieder auf Kunststoff, das finde ich hier auch toll. Und das ist dann dieser kleine Waschbär. Von der gleichen Designerin Mette oder Designer. Dann schauen wir uns das vorletzte Produkt an. Auch diesmal im gezählten Kreuzstich, und zwar dieses Fairy Lighthouse. Also der Leuchtturm und mit dem Häuschen und den Pilzen, ein wirklich, wirklich niedliches Motiv. Hier haben wir den Designer X Free Stitch und das Bild wird 117 Stiche breit und 120 Stiche hoch. Auch dieses Mal habe ich es mir auf 18 Count ausgesucht. So, und jetzt nochmal das ohne Hülle. Also auch ein kleines Motiv, aber ich glaube, auch hier wird einiges zu tun sein. Also ich nehme an, es wird auch viele Backstitches haben. Dann kommen wir gleich zur Legende. Und wir haben 43 Farben insgesamt und diesmal tatsächlich nur 2 Mischfarben. Das ist recht wenig für Painting Fairy Cross Stitch, beziehungsweise in diesem Fall One-to-One Stitch, also nur 2 Mischfarben. Und ja, wir haben halber Stich, also einen halben Stich
Und wir haben wieder eine Menge Backstitches, also einfädig und zweifädig in den verschiedenen Farben. Ja, also wie gesagt, auch hier steht der Designer X Free Stitch. Ja, kurze einen Teil der Anleitung. Wie ihr sehen könnt, viele Backstitches. Und auch hier hoffe ich, dass ich dann die Symbole gut erkennen kann, da es ja auch im gezählten Kreuzstich ist. Ja, das wäre die Papieranleitung dazu. Auch hier zum Stoff gibt es jetzt nichts zu sagen. Ein Blankostoff in Weiß auf 18 Count, auch hier umsäumt der Stoff. Dann schauen wir uns noch das Garn gemeinsam an. Auf dieser Plastikhülle findet ihr ja dann auch immer den Aufdruck, also um welches Produkt es sich handelt und für welches Count das Garn dabei ist. Also hier in dem Fall für 18 Count. Und wir haben auch hier 2 Garnkarten. Das heißt, wir haben 35 Farben, auch hier mit Kunststoff-Garnkarten und dem Aufdruck One-to-One-Stitch. Und auch hier haben wir viel Rot-Orange-Töne. Rot natürlich für den Pilz und den Leuchtturm, auch dieses kräftige Rot. Dann haben wir auch Blau für die anderen Pilze und Grün und natürlich auch Weiß, wie es in den Pilzen und dem Leuchtturm vorkommt. Aber wie gesagt, diesmal nur 2 Mischfarben. Also das hält sich in Grenzen, ist natürlich ideal für diejenigen, die die Mischfarben nicht so gern möchten, denn 2 Mischfarben ist nicht so schlimm. Gut, und dann wären wir auch schon beim letzten Projekt. Und das ist dieser Weihnachtszug, genannt Christmas Train. Und der Designer heißt Ferik und es wird 241 Stiche mal 240 Stiche groß. Und ich habe diesmal 16 Count ausgesucht. Ja, warum 16 Count? Ja, ihr werdet gleich sehen, dieses Bild habe ich nicht gezählter Kreuzstich ausgewählt, sondern dieses Mal Vordruck. Und da sticke ich doch lieber auf 16 Count den Vordruck. Also der Weihnachtszug, der hier durch die Winterlandschaft fährt, mit dem Weihnachtsmann und den Rentieren, sieht man im Hintergrund. Also ein weihnachtliches Motiv. Ja, hier das Deckblatt natürlich wieder und wir haben 65 verschiedene Farben und das heißt, wir haben 58 einfache Farben und 7 Mischfarben. Wir haben ausschließlich volles Kreuz und noch Rückstiche dazu. Und die Rückstiche werden großteils nur mit einem Faden gestickt, außer hier die 310 gibt es auch zweifädig. Ja, also auch nicht so viele Mischfarben. Wir haben diesmal die Anleitungen auf vielen Seiten gedruckt, also das ist ja ein größeres Bild, daher auch eine größere Anleitung. Es wird ja nur tatsächlich hier der Kreis gestickt und außen das Weiß wird nicht gestickt. Dann schauen wir uns den Stoff gemeinsam noch an. Wie sieht so ein Vordruckstoff bei One-to-One-Stitch aus?
Und ja, es ist ein großes Motiv, passt nicht ganz in die Kamera, aber hier haben wir den Aufdruck One-to-One-Stitch. Hier steht nochmal die Größe mit 243 mal 242. Hier steht es etwas anders, die Größe. Aber ja, es geht hier nur um 1-2 Stiche. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es mir auf 16 Count ausgesucht. Also diesmal im Vordruck, das habe ich bewusst so gewählt, damit ihr auch den Unterschied erkennen könnt zwischen den Vordruckbildern und wenn ich nur gezählten Kreuzstich mache. Ja, der Druck, den sehen wir uns auf jeden Fall genauer an. Und da es ja vom Painting Fairy hergestellt wird, ist es natürlich ausgezeichneter Druck. Also wirklich, wirklich ausgezeichnet. Und man kann die Symbole sehr, sehr gut erkennen. Also der Weihnachtszug, da ist sicher einiges mehr zu tun als wie bei den anderen Projekten, da es doch wesentlich größer ist. Aber ein wunderschönes Weihnachtsmotiv. Gefällt mir wirklich sehr gut, der Weihnachtszug. Und das Garn dazu. Auch diesmal auf 2 Garnkarten. Ja. Und wir haben hier 58 Farben. Ja, 58. Ja, wie man natürlich erkennen kann, auch hier auf dem Bild gibt es etliches an Weißtönen. Hier mit leicht weiß-grau. Und natürlich viel Blautöne, also dieses Mittelblau und Dunkelblau, das ja benötigt wird für den Hintergrund. Dann haben wir Orange- und Brauntöne, das wird ja für die Lok verwendet. Auch hier diese Rottöne, oh, das sind wunderschöne Rottöne in verschiedensten Nuancen. Und auch Blau haben wir hier wieder diese Beige-Ton. Auch hier wieder Blautöne und noch Weiß-Grautöne, viele. Und das Gelb, das sieht man hier im Bereich des Lichtes, wird das Gelb gestickt. Also 58 Farben, wieder auf 2 Kunststoffkarten. Ja, das war dann der Weihnachtszug. Ich blende euch jetzt nochmal alle Bilder ein, damit ihr sie noch einmal seht im Vergleich. Also, diese 4 Motive, Entschuldigung, und hier gab es ja noch das Goodie, bringe ich das auch noch in die Kamera. Das wird sich nicht ausgehen. Das heißt, ich rutsche ein bisschen nach oben. Ja, so ungefähr könnt ihr jetzt erkennen. Also die 4 Motive habe ich mir ausgesucht. Das war ein Goodie. Ihr habt auf der rechten Seite noch den Rabattcode eingeblendet. Der lautet Kreuz Dame. Mit dem Rabattcode, wenn ihr den eingebt, könnt ihr 5% sparen auf eure Bestellung. Es ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich bekomme auch eine Provision dafür, wenn ihr über meinen Link bestellt. Funktioniert genauso wie bei Painting Fairy, also gibt es da keinen Unterschied. Also schaut euch mal den Shop an auf der Website, er ist noch im Aufbau, also da kommen sicher noch einige Stickbilder dazu.
Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Rabattcode nutzt. Und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Ihr konntet einen kleinen Einblick in den Shop bekommen und dann bedanke ich mich natürlich für die Kooperation bei One-to-One Stitch und bei euch, liebe Zuschauer, natürlich fürs Zuschauen. Ich habe mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei seid und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Bis dann!